Willkommen bei Verlauf der Geschichte. An einem Punkt, an dem Geld, Macht und Geschichte aufeinandertreffen. In jener komplexen Welt, in der nicht so einfach ist, wie es scheint. In den vergangenen Tagen ereignete sich ein kritisches Datum, das sich tief in das Gedächtnis von Anlegern weltweit einprägen wird. Silber verlor innerhalb weniger Stunden mehr als 30% seines Wertes. Gold brach regelrecht ein. Platin verzeichnete den größten Tagesverlust seiner Geschichte. Insgesamt verdampften $4 Billionen plötzlich aus dem Goldmarkt, als hätte eine unsichtbare Hand einfach den Schalter umgelegt. Ausgelöst wurde diese Krise durch eine einzige Person. Einen Namen: Kevin Warsh. Donald Trump verkündete ihn der Weltöffentlichkeit als neuen Kandidaten für den Vorsitz der amerikanischen Notenbank, Fed. Doch dieser Schritt löste an den Märkten eine massive Panikwelle aus. Denn Warsh stand für einen Ansatz, an den sich Anleger seit der Finanzkrise von 2008 nicht mehr gewöhnt hatten. Eine Zentralbank, die nicht rettet. Eine Fed, die Zusammenbrüche zulässt. Um jedoch zu verstehen, wie ein einzelner Name einen Schaden in Milliardenhöhe verursachen konnte, muss man einen Schritt weiter zurückgehen. Man muss begreifen, was in den vergangenen Jahren geschehen ist, und warum das heutige System in Wahrheit auf einer langfristigen Illusion beruhte. Seit 2008 funktionierte die Welt nach einem einfachen Prinzip. Fielen die Märkte, griffen die Zentralbanken ein. Dieser Ansatz hatte sogar einen Namen: den sogenannten Fed Put. Unter jedem Einbruch spannte sich gewissermaßen ein unsichtbares Sicherheitsnetz. Wenn die Börsen stark nachgaben, reagierte die Federal Reserve. Sie senkte die Zinsen, kaufte Anleihen, pumpte Liquidität in das System und sorgte dafür, dass sich die Märkte erholten. Dieses Muster wiederholte sich immer wieder. So entstand ein Umfeld, in dem Risiken kaum noch Konsequenzen hatten. Banken scheuten keine Spekulationen, weil sie wussten, dass die Fed im Ernstfall eingreifen würde. Ebenso konnten Anleger mit geliehenem Geld auf steigende Preise setzen, in der Erwartung, dass die Zentralbank Verluste abfedern würde. Doch damit verwandelte sich das System von einem freien Marktmechanismus in ein künstlich stabilisiertes Konstrukt. Wer die Geschichte der Finanzmärkte kennt, weiß, künstlich manipulierte Systeme sind früher oder später zum Zusammenbruch verurteilt. Die Jahre nach der Pandemie markierten einen Wendepunkt. Das Vertrauen in den Dollar begann langsam zu erodieren. Nicht abrupt, nicht spektakulär, sondern schleichend und kontinuierlich. Anleger beobachteten, wie die US-Regierung zur Stützung der Wirtschaft Billionen von Dollar druckte, wie die Schulden explodierten und wie die Inflation zurückkehrte, obwohl sie lange als vorübergehend bezeichnet worden war. Das veranlasste viele, nach Alternativen zu suchen. Edelmetalle entwickelten sich in dieser Phase zu neuen sicheren Häfen. Gold überschritt die Marke von $5.000 je Unze, während Silber von $30 auf $120 schoss. Diese Bewegung wurde als Debasement Trade bezeichnet. Die Flucht aus entwertetem Geld hin zu realen Werten. Doch dieser Trend war stark gehebelt. Anleger versuchten, mit Fremdkapital von steigenden Preisen zu profitieren. Vor allem bei Silber erreichte die Zahl der spekulativen Long-Positionen historische Höchststände. In den vergangenen Tagen kam es zu einer entscheidenden Entwicklung. Donald Trump gab bekannt, dass er Kevin Warsh als Kandidaten für den Vorsitz der amerikanischen Notenbank, Fed, nominiert habe. Die Märkte erkannten schnell, was dieser Schritt bedeutete. Warsh galt nicht als klassischer Technokrat, sondern als Ideologe mit klaren Überzeugungen. Seine Haltung war eindeutig: Die Fed habe über Jahre hinweg die Märkte manipuliert, Blasen geschaffen und die Vermögensverteilung von unten nach oben verschoben. Damit müsse nun Schluss sein. In früheren Interviews und Aufsätzen hatte Warsh immer wieder dieselbe Botschaft vermittelt. Die Bilanz der Federal Reserve müsse verkleinert, Liquidität aus dem System abgezogen und die Unterstützung von Vermögensblasen durch die Zentralbank beendet werden. Eine seiner Aussagen fasste diese Haltung prägnant zusammen: Let it burn. Also, lass es brennen. Für jene, die auf steigende Preise bei Edelmetallen gesetzt hatten, stellte dieser Ansatz eine regelrechte Katastrophe dar. Die Wetten basierten auf der Annahme, dass die Fed weiterhin Geld drucken würde. Warsh signalisierte jedoch genau das Gegenteil. Im Raum stand nun eine Fed, die nicht mehr bei jedem Rückgang eingreift und den Märkten erlaubt, sich selbst zu korrigieren, selbst wenn dieser Prozess schmerzhaft ist. Damit begann die Liquidationsphase. Innerhalb weniger Stunden fiel der Silberpreis von $120 auf $78. Es war der heftigste Tagesverlust seit dem Jahr 2008. In Shanghai lagen die Preise zeitweise bis zu 50% unter dem westlichen Niveau. Gold verlor insgesamt $4 Billionen an Marktkapitalisierung. Platin erlebte den stärksten Einbruch seiner Geschichte. Palladium gab um 13% nach. Nichts schien mehr sicher. Vermögenswerte, die jahrelang als sichere Häfen galten,
verwandelten sich für alle, die mit geliehenem Geld spekuliert hatten, innerhalb weniger Stunden in Fallen. Zur selben Zeit ereignete sich eine weitere bedeutende Entwicklung. Am gleichen Tag wurden die Erzeugerpreisdaten für den Monat Dezember veröffentlicht. Der Erzeugerpreisindex lag deutlich über den Erwartungen, und die Kerninflation stieg um 0,7%. Dies war der höchste monatliche Anstieg seit Juli. Die Inflation war zurückgekehrt. Das bedeutete, selbst wenn die Fed die Zinsen hätte senken wollen, wäre dies kaum möglich gewesen. Zudem hatte Kevin Warsh bereits klar signalisiert, dass er Inflation sehr ernst nimmt. Die Anleger erkannten die Lage und zogen sich hastig zurück. Der Name Warsh steht jedoch nicht nur für Geldpolitik, sondern auch für geopolitische Verflechtungen, familiäre Netzwerke und strategische Interessen. Kevin Warsh ist mit Jane Lauder verheiratet, der Erbin des Estée Lauder Kosmetikimperiums. Sein Schwiegervater Ronald Lauder ist Präsident des Jüdischen Weltkongresses, ein enger Vertrauter des ehemaligen israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu und ein Schulfreund von Donald Trump. Ronald Lauder gilt zudem als treibende Kraft hinter Trumps Idee, Grönland zu erwerben. Grönland ist von zentraler geopolitischer Bedeutung, da es strategische Seewege in der Arktis kontrolliert und über große Vorkommen seltener Erden verfügt. Die Nominierung von Warsh zum Fed-Vorsitz ist daher kein Zufall, sondern Teil einer größeren Botschaft. Sie signalisiert, dass die Federal Reserve in eine umfassendere globale Strategie eingebunden wird, mit dem klaren Ziel, den Dollar zu stabilisieren und zu verteidigen. Seit vielen Jahren hatte der Dollar auf der globalen Bühne zunehmend an Vertrauen verloren. China und Russland begannen, einen immer größeren Teil ihres Handels in den eigenen Währungen abzuwickeln. Auf den Ölmärkten spielte der Yuan bei der Preisbildung eine immer wichtigere Rolle. Zentralbanken weltweit diversifizierten ihre Reserven und wandten sich schrittweise vom Dollar ab. Der US-Regierung war bewusst, dass ein Verlust der globalen Dollardominanz auch einen Verlust amerikanischer Macht bedeuten würde. Genau deshalb wurde Warsh die Aufgabe übertragen, dieses Vertrauen wiederherzustellen. Doch dabei ging es nicht um wohlklingende Worte. Es ging um Härte, um entschlossene Maßnahmen, mit denen die Menschen erneut von der Glaubwürdigkeit einer starken Fed überzeugt werden sollten. Jede Strategie hat jedoch ihren Preis. Und dieser Preis wurde von jenen gezahlt, die starr an alten Methoden und Denkweisen festhielten. Die Geschichte zeigt, dass Zentralbanken niemals vollständig neutral sind. Auch wenn sie behaupten, im Interesse der Allgemeinheit zu handeln, dienen sie in Wirklichkeit stets bestimmten Interessengruppen. Nach der Krise von 2008 dienten sie den Banken. Nach der Pandemie richteten sie sich auf die Märkte aus. Und nun, unter Warsh, werden sie dem Dollar dienen. Vermögenswerte, die von billiger Liquidität abhängig sind, stehen vor einer schwierigen Phase. Doch hier liegt eine entscheidende Differenzierung. Warsh wird die Zinsen senken, das hat Trump versprochen. Aber nicht, weil die Märkte es verlangen, sondern erst dann, wenn die Inflation unter Kontrolle ist. Bis dahin wird er nicht davor zurückschrecken, Verluste an den Märkten zuzulassen. Die alte Fed griff präventiv ein und stützte die Märkte, bevor größere Schäden entstanden. Die neue Fed hingegen handelt erst, nachdem der Schmerz bereits eingetreten ist. Für Anleger bedeutet das, die Strategien, die in den vergangenen 15 Jahren funktioniert haben, greifen nicht mehr. Buy the dip, das Mantra der Post-2008-Generation, hat ausgedient. Denn die Fed kauft den Einbruch nicht mehr. In Phasen, in denen Zentralbanken ihre Politik grundlegend ändern, überleben jene, die anpassungsfähig bleiben. Edelmetalle sind nun keine reinen Spekulationsobjekte mehr, sondern fungieren als Versicherung. Man hält sie nicht aus Hoffnung auf steigende Preise, sondern als Vorsorge für den Fall, dass das System ernsthaft ins Wanken gerät. Der wahre Schutz liegt in den Vermögenswerten produktiver Individuen. Selbst in Krisenzeiten steckt er in Fähigkeiten, die weiterhin Wert schaffen. Denn ganz gleich, welche Schwankungen der Dollar erlebt, die Menschen benötigen nach wie vor Güter, Dienstleistungen und Lösungen. Die Geschichte von Kevin Warsh und dem Silbercrash ist nicht nur eine Angelegenheit der Finanzmärkte. Es ist eine Frage der Macht. Sie hängt damit zusammen, wer darüber entscheidet, wie viel Wert Geld hat. Und mit der Tatsache, dass diese Entscheidung niemals neutral ist, dass sie stets einen politischen Kontext besitzt, dass hinter jeder großen Transformation des Finanzsystems bestimmte Gruppen stehen, die ihre eigenen Interessen vorantreiben. Die Federal Reserve stellt sich selbst als eine technische Institution dar. Nach außen agiert sie scheinbar als neutraler Hüter der Stabilität. Doch die Realität sieht ganz anders aus. Jede Entscheidung einer Zentralbank ist eine Entscheidung darüber, wer gewinnt und wer verliert. Warsh ist der Vertreter einer Gruppe, die glaubt, den Dollar nur durch harte Maßnahmen retten zu können.
Diese Sichtweise beruht auf strenger Disziplin und auf den Opfern jener, die von unbegrenzter, billiger Liquidität gelebt haben. Die Finanzmärkte sind wie ein ständig aktiver Organismus in permanenter Bewegung. Zu jeder Stunde des Tages ereignen sich irgendwo auf der Welt Entwicklungen, die Milliarden von Dollar betreffen. Oft ist der Zeitpunkt, zu dem Informationen verfügbar werden, entscheidend für den Vorteil an den Märkten. In den vergangenen Tagen erlebten die Märkte einen massiven Einbruch, während sich die geopolitischen Spannungen weiter zuspitzten. Anfang Januar hatte Trump den Ölfluss von Venezuela nach Kuba gestoppt. Kürzlich ging er jedoch noch einen Schritt weiter und kündigte harte Strafzölle gegen alle Länder an, die weiterhin Öl nach Kuba liefern. Für die Inselwirtschaft bedeutete dies eine schwere Krise, denn ohne Öl ist ein Fortbestehen der Wirtschaft kaum möglich. Gleichzeitig wurde hinter den Kulissen ein weiterer strategischer Schritt vollzogen. China hatte sich zu einem zentralen Umschlagplatz für russisches Gold entwickelt. Aufgrund westlicher Sanktionen konnte Russland sein Gold nicht mehr direkt auf den westlichen Märkten verkaufen. Das nach China umgeleitete Volumen russischen Goldes war jedoch um gewaltige 800% gestiegen. Trump und der ehemalige Fed-Gouverneur Kevin Warsh waren sich dieser Entwicklung bewusst. Und die Finanzmärkte begannen zu erkennen, dass die neue Fed-Führung nicht nur die Inflation bekämpfen würde, sondern zugleich jene wirtschaftlichen Strukturen ins Visier nimmt, die den Dollar schwächen. Kehren wir nun zum Silber zurück. Warum traf es gerade dieses Metall so besonders hart? Silber gilt unter den Edelmetallen als das spekulativste. Gold wird in der Regel von Zentralbanken, institutionellen Investoren und langfristig orientierten Strategien bevorzugt. Silber hingegen ist stärker von privaten Anlegern geprägt. Kleinanleger auf der Suche nach schnellen Gewinnen sowie Fonds mit hohem Leverage sind in diesem Markt besonders aktiv. Genau diese gebellten Positionen standen im Zentrum der gestrigen Probleme. Als die Preise zu fallen begannen, wurden automatische Stop-Loss-Orders ausgelöst und Positionen zwangsweise geschlossen. Dadurch verstärkte sich der Verkaufsdruck weiter. Es handelte sich um ein klassisches Margin-Call-Szenario. In Shanghai nahm die Situation eine noch dramatischere Wendung an. Die Silberpreise fielen zeitweise auf bis zu 50% unter die Niveaus in New York. Doch was deutet diese Entwicklung für die Zukunft an? Die Welt befindet sich an einem entscheidenden Wendepunkt. Seit der Finanzkrise von 2008 leben wir in einem System, in dem Zentralbanken über nahezu unbegrenzte Macht verfügen. Es war eine Phase billigen Geldes, in der Risiken staatlich abgefedert wurden. Doch dieses System stößt nun an seine Grenzen. Die Inflation macht deutlich, dass Geld nicht unbegrenzt aus dem Nichts geschaffen werden kann. Geopolitische Spannungen zeigen, dass die globale Dominanz des Dollars sich nicht von selbst aufrechterhält. Der drastische Einbruch beim Silber wiederum verdeutlicht, dass hochgebellte Investitionen in Trends, die zu gut erscheinen, um wahr zu sein, stets erhebliche Risiken bergen. Warsh steht sinnbildlich für den Versuch, das System wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Nicht durch mehr Eingriffe, sondern im Gegenteil durch weniger Intervention, durch die Rückkehr zu einer solideren Währung, durch ein Verständnis von Zentralbankpolitik, das nicht versucht, jede Krise zu verhindern, sondern sich darauf konzentriert, lediglich systemische Risiken zu beseitigen. Ob dies erfolgreich sein wird, kann niemand mit Sicherheit sagen. Die Geschichte ist voll von Zentralbankern, die glaubten, das System kontrollieren zu können. Und viele von ihnen sind gescheitert. Paul Volcker brachte in den 1980er Jahren die Inflation unter Kontrolle, allerdings um den Preis einer Rezession. Alan Greenspan schuf in den 1990er Jahren mit seiner Niedrigzinspolitik die Dotcom-Blase. Ben Bernanke rettete 2008 das System, legte damit jedoch zugleich den Grundstein für die nächste Blase. Auch Warsh wird vermutlich Fehler machen, doch die Richtung ist klar. Die Ära des billigen Geldes ist vorbei. Die Ära der geretteten Märkte ist vorbei. Die Zukunft ist ungewiss, aber sie wird zweifellos anders sein. Genau aus diesem Grund kommt Bildung eine so große Bedeutung zu. Wer die Funktionsweise von Zentralbanken versteht, die Auswirkungen politischer Entscheidungen auf die Märkte entschlüsseln kann und begreift, dass sich die Geschichte zwar nicht 1:1 wiederholt, aber in wiederkehrenden Mustern verläuft, ist stets vorbereitet. Die Ereignisse der vergangenen Tage waren kein einmaliger Vorfall. Sie waren ein Warnsignal, ein Hinweis darauf, dass sich die Spielregeln verändern. Sie zeigten, dass Strategien, die gestern noch funktionierten, morgen scheitern können. Gleichzeitig erinnerten sie uns daran, dass Vermögen nicht nur aus Zahlen auf einem Bildschirm besteht, sondern dass der wahre Wert in der Fähigkeit liegt, sich an Veränderungen anzupassen. Rom ging nicht unter, weil Barbaren seine Tore stürmten, sondern weil sein Geldsystem kollabierte. Die Menschen verloren das Vertrauen in das System, während die Eliten glaubten, es grenzenlos manipulieren zu können.
Die moderne Welt mag komplexer erscheinen, doch die grundlegenden Mechanismen sind gleich geblieben. Verliert Geld seine Glaubwürdigkeit, beginnt alles zu zerfallen. Und Versuche, dieses Vertrauen wiederherzustellen, sind für jene, die auf der falschen Seite stehen, stets schmerzhaft. Gestern standen viele auf der falschen Seite. Sie setzten darauf, dass die Fed weiter Geld drucken würde, und trafen aggressive Prognosen über steigende Preise bei Edelmetallen. Doch sie erkannten nicht, dass sich die Regeln des Spiels geändert hatten und dass der neue Entscheidungsträger an der Spitze andere Prioritäten verfolgte. Dies ist die wichtigste Lehre der Geschichte. Systeme verändern sich ständig, Machtverhältnisse verschieben sich. Wer unflexibel ist, wer mit starren Überzeugungen an der Vergangenheit festhält, geht in diesem Wandel unter. Der Zusammenbruch des Silbermarktes war die unvermeidliche Folge eines Systems, das lange Zeit ausschließlich auf Spekulation beruhte. Zugleich war er der erste Dominostein einer Kettenreaktion. Denn eine Wahrheit bleibt unverändert: Wenn sich die Politik einer Zentralbank radikal wandelt, lassen sich die Konsequenzen nicht auf einen einzigen Tag reduzieren. Ihre Auswirkungen sind über Monate, Jahre, ja sogar über Generationen hinweg spürbar. Die gestrigen Verluste werden im kollektiven Gedächtnis der Menschen verankert bleiben. Künftige Generationen von Investoren hingegen werden mit einer anderen Denkweise heranwachsen, mit dem Verständnis eines Systems, in dem Zentralbanken nicht mehr automatisch eingreifen und Risiken wieder reale Konsequenzen haben. Ob dies gut oder schlecht ist, hängt von der eigenen Position und Perspektive ab. Für jene, die sich an Veränderungen anpassen können, flexibel bleiben und verstehen, wie Macht tatsächlich funktioniert, bedeutet diese Entwicklung eine Chance. Für diejenigen jedoch, die blind vertrauen und starr an alten Gewohnheiten festhalten, kann dieser Prozess zu einer echten Katastrophe werden. Die Geschichte wiederholt sich nicht 1:1. Doch wer sie nicht versteht, wird unweigerlich ihren Preis bezahlen. Wenn dir das eine neue Perspektive eröffnet hat, abonniere den Kanal. Die Geschichte enthält Antworten auf deine Fragen, und ich werde dir zeigen, wo du sie finden kannst.